Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meiner Kollegin Birgit euch etwas über den Solarstrom vom eigenen Balkon zu erzählen und wie das funktionieren kann. Gut, legen wir einfach gleich mal los. Also wie gesagt, wir sind von der KEC und stellen einfach mal ganz kurz zusammen, was wir alles so machen. Also unser Auftrag bei der KEC für die Stadt Karlsruhe und die Region ist es, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen. Wir bieten unterschiedliche Arten von Energiechecks an, für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen, für Gebäude, für die Energiequartiere hier in der Region und bieten allgemeine Energie- und Klimaschutzinformationen an. Vor allem im Bereich PV, wenn ihr euch da entscheidet, mal eine größere PV-Anlage zu installieren bei euch zu Hause, helfen wir euch auch mit so einer Erstberatung, also wenn ihr das PV-Potenzial bei euch rausfinden möchtet. Und so grundlegend, wir sind so die erste Anlaufstelle bei allen Energiefragen, die es so gibt. Gleichzeitig arbeite ich auch noch für das PV-Netzwerk Baden-Württemberg, beziehungsweise ich bin Mitglied beim PV-Netzwerk Mittlerer Oberrhein. Und wer ist dieses PV-Netzwerk Mittlerer Oberrhein? Also das ist ein Zusammenschluss, hier sieht man es, der Mittlere Oberrhein, der ein Teil vom gesamten PV-Netzwerk Baden-Württemberg ist. Und dort sind jede Menge Akteure gemeinsam da, also vor allem eben auch die Energieagenturen, die sich regional vernetzen und unabhängige Erstberatungen anbieten und verschiedene Infoveranstaltungen und das alles unter dem Dachverband eben vom PV-Netzwerk Baden-Württemberg, der dann zum Mittleren Oberrhein wird und dann eben in die unterschiedlichen Energieagenturen aufgesplittert wird. Genau, legen wir einfach gleich mal los. Wo geht die Reise heute bei uns hin? Wo möchten wir entlang? Also wir möchten herausfinden, wie wir möglichst einfach Strom direkt auf dem Balkon erzeugen können. Wir sehen, die Reise ist noch ein bisschen so unklar. Da oben ist noch jede Menge Nebel. Da kommen vielleicht auch noch irgendwelche Hindernisse und Unwägbarkeiten. Wir stehen unten alleine am Berg und wissen nicht genau, wie es dort lang geht. Ja, aber wir packen das Ganze Schritt für Schritt an und vielleicht sind wir auch doch gar nicht so alleine, wie wir dann auf dem Weg feststellen. Erstmal überlegen wir uns heute, warum. Warum möchten wir überhaupt so ein Balkonmodul haben? Danach schauen wir uns ein bisschen Basics an. Graue Theorie gehört auch dazu. Dann kommt die schöne bunte Praxis. Da wird uns Birgit ein bisschen was über ihr Balkonmodul erzählen können. Und zum Abschluss seht ihr noch so ein paar weitere Schritte, wie es weitergehen könnte, wo ihr weitere Infos bekommen werdet. Gut, und grundsätzlich, also ihr bekommt auch weitergehende Informationen. Die Präsentation wird auch online eingestellt, also ihr könnt das dann alles nachschauen und jede Menge Informationen werden euch auf jeden Fall bereitgestellt. Gut, warum sollte man sich so ein Balkonkraftwerk zulegen? Warum sollte man überhaupt über PV nachdenken? Also die meisten, die hier sind, die kennen wahrscheinlich auch schon einige gute Gründe. Es gibt viele gute Gründe. So ein typischer guter Grund ist der finanzielle Vorteil. Also so eine der klassischen Fragen, wann rechnet es sich? Wann rechnet es sich für mich? Rechnet es sich überhaupt? Das schauen wir uns später in einem Teil nochmal an. Image ist auch ein ganz guter Vorteil. Wenn man sich so überlegt, ja, ein BMW ist so ein Image, kann vielleicht auch eine PV-Anlage so ein Image sein, wenn es einfach mal dem Nachbarn zeigt, hey, ich denke an die Zukunft, ich denke an die Mitmenschen, ich denke an das Klima. Weiterhin Spaß am eigenen Strom. Es macht auf jeden Fall Spaß zu schauen, wie viel man eigentlich selbst erzeugen kann. Also die DIY-Bewegung ist ja auch im vollen Gange und einen eigenen Strom zu erzeugen, warum nicht, wenn man es kann. Weiterhin der Aspekt Sicherheit, vor allem bei größeren PV-Anlagen. Es macht einen ein Stück weit auch autark, den eigenen Strom zu produzieren und auch unabhängig vom Netz zu sein. Und natürlich ganz klassisch der Klimaschutz, der wahrscheinlich den meisten auch, die hier sind, wirklich sehr gut bekannt ist. Schauen wir uns mal an, wie sieht es aus mit dem Klimaschutz. So eine PV-Anlage hat so eine energetische Amortisation, die wirklich ziemlich schnell ist, von 1 bis 3 Jahre, das wissen viele gar nicht. Also das heißt, der gesamte Energieaufwand, der in so ein PV-Modul gesteckt worden ist, der ist innerhalb von 1 bis 3 Jahren wieder komplett ja, umgesetzt sozusagen. Also es rentiert sich nach 1 bis 3 Jahren auf jeden Fall schon. Wie sieht es aus mit dem Recycling? Also eine fachgerechte Entsorgung kann gewährleistet werden. Also der Händler ist verpflichtet, die PV-Anlage zurückzunehmen, einfach gesetzlich gesehen. Und weiterhin die meisten Module, die auf dem Markt sind, also so ungefähr 90% der Module, das sind diese kristallinen Module. Also es gibt diese Polykristallinen und Monokristallinen, da komme ich später noch dazu. Und die können alle sehr gut recycelt werden. Also das ist im Grunde kein Hindernis, sagen wir es so.
Und wenn man das Ganze bilanziell nochmal sich ein bisschen betrachtet, ein einziges Balkonkraftwerk, das spart pro Jahr das CO2 von 15 Buchen ein. Also das, was 15 Buchen pro Jahr an CO2 einsparen könnten, indem sie quasi wachsen. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich so überlegt, 15 Buchen auch jede Menge. Und das sind wir auch so ein bisschen wieder beim Image, es ist ein bisschen ansteckend. Also wenn der Nachbar das sieht, okay, die Nachbarin, die hat jetzt auch so ein Balkonmodul, vielleicht könnte ich mir auch so eins besorgen. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, vielleicht ist es recht einfach und die Nachbarin unterstützt mich da vielleicht, auch ich kann sie mal ansprechen, wie das so funktioniert hat. Also es funktioniert recht schnell und der Vorteil bei Balkonmodulen ist, man sieht sie auch von außen. Also im Gegensatz zu diesen Dachmodulen, die leider nicht ganz so leicht einsehbar sind, sieht man bei Balkonmodulen sofort, wer eines hat und wenn. Gut, dann gehen wir direkt weiter zur grauen Theorie, ein paar Basics. Nur nicht erschrecken lassen, einfach nur ein paar grundlegende Begriffe. Ab und zu hören wir es, Kilowatt Peak oder Watt Peak und Kilowattstunden und die werden manchmal verwechselt. Also einmal ganz grundlegend zur Unterscheidung, die Kilowatt Peak oder die Watt Peak, die zeigen die Nennleistung unter Standardbedingungen von so einer PV-Anlage oder so einem Balkonmodul. Also das heißt, das, was das Modul in diesem einzelnen Moment erzeugen kann, maximal, was es maximal leisten kann. Und wenn man diese Leistung auf so einen gewissen Zeitraum nimmt, dann kriegt man die Kilowattstunde, also den Ertrag in einer Stunde, das, was die PV-Anlage in einer Stunde an Strom erzeugen kann. Und weil ich es jetzt auch gerade schon gesagt habe, so ein Balkonkraftwerk hat unterschiedliche Bezeichnungen. Also einmal wird es Balkonmodul genannt, dann wird es Balkonkraftwerk genannt, steckbare Photovoltaikanlage, Mini, Balkon, PVA, Guerilla-PV, alles das Gleiche. Also lasst euch da nicht verwirren, das ist alles im Grunde das Gleiche. Und im Prinzip stehen hier so die Eigenschaften von so einem Balkonmodul. Also die Leistung ist nicht ganz so hoch wie bei einer vollwertigen PV-Anlage und meistens unter 600 Watt Peak. Also das heißt, ein einzelnes Modul von 1 Meter mal 1,70 Meter hat so einen Wattpeak von 300 meistens, so 200, 350 vielleicht auch. Und so das Gesamtpaket hat meistens nicht mehr als 600 Wattpeak. So eine PV-Anlage ist dann schon viel größer, die dann aufs Dach kommt oder auf eine Freifläche oder sonstiges. Und daher, weil eben dieses Modul auch recht klein ist, verglichen zu dem Verbrauch, der im Haushalt herrscht, verbraucht man recht viel von dem Strom, das das Balkonmodul auch selbst produziert. Und ja, weil das Modul aber recht klein ist, lohnt sich die EEG-Vergütung meistens nicht, weil dann einfach der Ertrag nicht im Verhältnis zu dem steht, was man durch die Vergütung erhält. Weiterhin sieht es aus mit dem Anschluss, dass er viel einfacher ist als bei der PV-Anlage. Also der wird direkt am Endstromkreis angeschlossen. Und die Verkabelung ist auch recht einfach. Also insgesamt ein kleineres Modell von einer vollwertigen großen PV-Anlage, aber doch recht mächtig, weil man eben einen recht hohen Eigenverbrauch von dem produzierten Solarstrom nutzen kann. Gut, wie sieht es aus mit der Sonnenenergie vom Balkon? Welche Hürden haben wir denn da? Da kommt jede Menge Sonne auf unseren Balkon. Wie können wir das nutzen? Was steht uns so ein bisschen im Weg? Zum einen die Bürokratie, das ist so ein großes Fragezeichen für viele. Zum anderen so die Technik, wo sich die Leute also nicht so richtig rantrauen. Und zum letzten dann auch noch die Wirtschaftlichkeit, lohnt sich die ganze Geschichte. Wir gehen es einfach mal Stück für Stück an und gucken, ob wir die Sonnenenergie hier auf dem Balkon schön nutzen können. Erstens mal, darf ich das? Wie sieht es denn bürokratisch so aus? Also ich habe hier geschaut, wie es bei uns in der Region aussieht, was Netzservice Stadtwerke Karlsruhe dazu sagt. Die haben bei sich reingeschrieben online, dass 3 Bedingungen erfüllt sein müssen und dann dürfen wir Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen quasi. Also das, was wir nicht nutzen, müssen wir ins öffentliche einspeisen oder tun wir quasi, wenn wir an Strom angeschlossen sind. Die sagen diese 3 Bedingungen. Also zum einen brauchen wir einen 2-Richtungszähler, dann müssen wir es anmelden bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister und beim örtlichen Netzbetreiber, also dem Netzservice, müssen wir es anmelden. Gehen wir mal diese 3 Bedingungen kurz durch. Also 2-Richtungszähler, komme ich gleich im Technikteil dazu. Bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister anmelden ist im Grunde eine recht einfache Seite. Ihr tippt da einfach in der Suchmaschine eurer Wahl Bundesnetzagentur Marktstammdatenregister an und dann könnt ihr euch direkt quasi anmelden mit eurer PV-Anlage, mit eurer Balkon-PV-Anlage, gebt da alle Werte an und das war es eigentlich auch schon. Also eine recht flexible, einfache, schnelle Geschichte. Da braucht ihr auch sonst niemand weiteres. Ihr gebt einfach die Daten dazu ein.
den örtlichen Netzbetreiber, der bietet euch online ein Formular an, ein PDF-Formular, das ihr dann einfach ausfüllt und an ihn wieder zurückschickt. Er schreibt dort auch noch so ein paar einzelne Bedingungen rein, was das Modul zum Beispiel können soll, wie der Anschluss ungefähr sein soll, aber könnt ihr dann euch nochmal im Detail nachlesen. Die Links zu den beiden habe ich auch noch am Ende der Präsentation angefügt und da könnt ihr es auch nochmal nachschauen. Also im Grunde, ja, man darf es auf jeden Fall, wenn man diese 3 Stufen vor allem beachtet und ganz so schwer ist es auch gar nicht. Dann schauen wir uns jetzt ein bisschen die Technik an. Was gehört denn zu so einem Balkon-PV-Anlage alles dazu? Als erstes natürlich das PV-Modul an sich. Das sieht man hier, also die Maße ungefähr 1 Meter mal 1,70 Meter. Dann am besten hat man noch 2 freundliche Helfer dabei, die dann bei der Installation von dem Modul am Balkongelände helfen, wenn man es nicht durch einen Handwerker machen möchte. Genau. Ein Wechselrichter seht ihr hier unten rechts, der ist recht klein und der wird dann hinter dem PV-Modul versteckt. Dann gibt es noch einen Stecker dazu und ein Kabel. Der Stecker sollte möglichst ein WLAN-Stecker sein, wenn man da auf der sicheren Seite bleiben möchte. Ein Schokostecker ist es, wenn man, das ist dann dieser Graubereich, der noch nicht ganz entschieden ist. Also es wird in der Fachwelt noch so ein bisschen diskutiert, ob es jetzt ein Schokostecker sein soll oder ob es ein WLAN-Stecker sein soll. Der Netzservice eurer Region, der sagt dann meistens, was für ihn am liebsten ist. Und wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann wählt man diesen WLAN-Stecker. Den müsste man dann tatsächlich durch einen Elektriker bei sich installieren lassen. Und gegebenenfalls muss man dann noch gucken, dass der Stromzähler passt. Hier seht ihr so 2 Symbole. Das Symbol links ist so ein Symbol für Rücklaufsperre. Also der Stromzähler sollte so eine Rücklaufsperre haben. Oder alternativ, das sollte dann so zweigerichtet sein. Das wäre dann auch in Ordnung. Weil dann ist er auch geeignet für so Balkon-PV-Anlage. Gut, dann haben wir alles gesehen, was wir für eine Balkon-PV-Anlage alles brauchen. Gehen weiter. Ja. Gut, welche Module gibt es auf dem Markt? Wie gesagt, es gibt diese kristallinen, es gibt einmal Mono- und Polykristalline, die machen so ungefähr 90% vom Markt aus. Also das heißt, wenn ihr so eine irgendwo im Internet nach einer PV-Anlage für einen Balkon googelt in einem Markt, dann wird es meistens eine von Mono- oder Polykristallines sein. Es gibt dann noch so ungefähr 10% vom Markt, diese Dünnschichtmodule, das ist dann eher so für Spezialgeschichten, die haben auch nicht ganz so einen hohen Wirkungsgrad und daher sind die wahrscheinlich auch weniger relevant. Die klassischen sind so die kristallinen und weil die auch so einen großen Marktanteil haben, kommen die auch meistens tatsächlich günstiger für euch. Worauf sollte man achten bei so einer Modulwahl? Das sagt euch manchmal auch tatsächlich Netzservice. Also dieses DGS-Siegel, das ist gesetzlich nicht vorgegeben, aber es ist empfehlenswert, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein möchte und alles korrekt machen möchte. Weil dieses DGS-Siegel, also von der das zeigt so ein bisschen die Sicherheitsaspekte, die so ein Modul erfüllen muss. Das sind jede Menge technische Anforderungen, die da integriert sind. Und das ist jetzt so aktuell einer der höheren Standards, die ich für Balkonmodule hier kenne. Das integriert auch die VDE-Anwendungsregel 4105. Und die guckt dann auch, dass das technisch alles soweit passt. Und diese Anwendungsregel schaut, dass wenn beispielsweise irgendwelche Stromprobleme bei euch in der Region sind, dass der Wechselrichter sich sofort, der Wechselrichter sorgt dann dafür, dass die Balkon-PV-Anlage sich dann einfach sofort abschaltet und kein Strom mehr liefert ins Netz. Also das ist so ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, der hinter dieser Anwendungsregel 4105 steckt. Und der Netzbetreiber, der freut sich auch darüber, wenn diese Anwendungsregel beachtet wird. Das macht es für ihn einfach leichter. Dann kann er sich sicher sein, okay, da ist ein sicheres Gerät. Ich weiß, was es technisch drauf hat und das erlaubt er dann mit größerer Sicherheit. Und wo kriegt man so Balkon-PV-Anlagen her? Ich habe euch mal 3 Marktübersichten hier reingestellt. Also zum einen von PV-Plug oder pvplug.de, dann von PV Magazine bei Steckersolar und machdeinstrom.de. Also das rechts, was ihr hier seht, das ist die Marktübersicht von PV Plug. Und die zeigen dann auch hier gleich, ob es einen DGS-Standard hat, ob es DGS-standardkonform ist. Und das heißt, es hat halt eine von den höheren Sicherheitsstandards. Und da sagt normalerweise auch kein Netzbetreiber irgendetwas.
Also ihr könnt einfach erstmal ganz normal gucken bei Bürgerenergiegenossenschaften, PV-Unternehmen oder anderen Verkaufsplattformen, die dann eben solche Balkon-PV-Anlagen anbieten. Und dann könnt ihr auf diesen Marktübersichten schauen, was diese einzelnen Module tatsächlich auch drauf haben. Das seht ihr hier wunderbar im Vergleich. Genau, aber ansonsten die Bürgerenergiegenossenschaften, die sind auch sehr engagiert, was das angeht. Das heißt, ihr kriegt da auch jede Menge Informationen und Unterstützung, wenn ihr Fragen zu Balkon-PV habt, ganz konkret. Und die bieten meistens so ganz Komplettpakete einfach an. Ja. Oder alternativ eben jede Menge PV-Unternehmen, weil zurzeit gibt es gefühlt immer mehr PV-Unternehmen, die sich dem Thema Balkon-PV annehmen. Gut, schauen wir noch mal ganz kurz die Checkliste an. Also ihr müsst überprüfen, ob bei euch überhaupt der Platz geeignet ist. Ist bei euch die Balustrade stabil genug, dass die überhaupt so ein Balkon-PV aufnehmen kann? Könnt ihr es da richtig befestigen? Müsst ihr irgendwelche Bauvorschriften beachten? Wie sieht es aus, wenn dann Wind vorbei weht? Hält es auch richtig gut? Also da müsst ihr schon auf jeden Fall darauf achten, dass dann halt eben die Anlage nicht plötzlich runterfällt auf das darunter stehende Auto zum Beispiel. Wenn ihr Mieter seid, solltet ihr es mit eurem Vermieter abklären, ob es für ihn in Ordnung ist. Das ist insofern ein Thema, wenn das Balkonmodul an der Fassade oder eben von außen ja, befestigt wird. Wenn es quasi innerhalb von dem Balkon ist, dann macht es absolut nichts aus, weil es ist dann dort euer privater Bereich. Aber sofern es eben außen an der Fassade ist, dann solltet ihr es besser zuerst mit dem Vermieter dann noch abklären. Weiterhin solltet ihr dann halt auch die Steckdosen abchecken. Also wie gesagt, so eine WLAN-Steckdose macht euch das Leben leichter, weil es eben eher anerkannt ist, aber ist auch so ein bisschen so ein Streitthema. Die einen sagen, ja, Schokosteckdose, so diese ganz normale klassische Steckdose, die tut es ja eigentlich auch. Und die anderen sagen, nee, WLAN-Steckdose ist jetzt halt besser, weil dann kann man nicht gleich 5 Balkonmodule in so eine Mehrfachsteckdose stecken zum Beispiel. Das ist so ein gewisses kleines Streitthema da dabei. Stromzähler solltet ihr abchecken, dass es dann dass es eine Rücklaufsperre gibt dabei oder dass es eben so ein Zweirichtungszähler ist und gegebenenfalls einen Handwerker dazu einsetzen, der sich dann mit diesen Geschichten auskennt, wenn es nicht ganz euer Ding ist und wenn ihr keine Lust habt, euch damit stärker zu befassen, der kennt sich dann damit aus. Dann solltet ihr auch die Anmeldung mal vorbereiten, mal reinschauen, was der Netzbetreiber bei euch sagt, also von der Region, also beispielsweise Netzservice Stadtwerke Karlsruhe. Die haben meistens so eine eigene Seite für Balkonmodule, wo dann eben so ein Anmeldeformular ist. Ihr könnt auch gleich gucken beim Marktstammdatenregister, dort steht dann, ja, wie genau ihr euch dort anmelden müsst. Also es ist eigentlich relativ einfach, relativ simpel. Und dann schließlich könnt ihr auch die Angebote vergleichen und konkreter werden und dann auch schon bestellen. Genau, sofern die Checkliste, recht übersichtlich und machbar. Gut, jetzt kommen wir so ein bisschen zum wirtschaftlichen Teil. Was kann ich denn so damit betreiben mit meinem Balkonmodul? Also wir haben so eine gewisse Grundlast von unterschiedlichen Elektrogeräten zu Hause, die meistens laufen. Also beispielsweise mein Fernseher läuft ab und zu mal im Standby oder ja, der Computer, der dann eben irgendwie angeschlossen ist oder irgendwelche Handys, die dann gerade aufgeladen werden, der Kühlschrank natürlich. Und das stellt so ein bisschen die Grundlast dar, die einfach ständig da ist. Und die müssen wir entgegenstellen, was wir so täglich an Strom erzeugen. Hier ist schon die Glocke abgebildet, weil die zeigt nämlich die Stromerzeugung im Laufe des Tages. Das seht ihr gleich hier, nicht erschrecken lassen, mit ganz vielen verschiedenen Kurven. Hier ist unsere Glocke, das ist unsere Stromerzeugung. Also das ist das, was wir über den Tag hinweg erzeugen. Hier sieht man so den Tagesverlauf. Morgens scheint keine Sonne, das heißt auch keine Stromerzeugung. Die Sonne geht hier langsam auf. Wir sehen hier einen ziemlich idealen, sehr sonnigen Tag mit der obersten Kurve. Und die Stromerzeugung dazu, also beziehungsweise auch die Leistung der Anlage nimmt dann zu und hat hier bei ungefähr, ja, ein bisschen unter 600 hat sie dann ihren Maximum mittags erreicht. Die größte Leistung und halt sehr viel Stromerzeugung, was da halt eben passiert. Hier sieht man so ein paar Wolken vorbeiziehen, deswegen zuckt es so ein bisschen, aber so alles in allem ist es eben so eine typische Glockenkurve und zum Schluss geht dann halt auch die Sonne unter und es gibt dann eben auch keinen Solarstrom mehr. Dann ist alles weg. Im Hintergrund seht ihr diese Grundlast, oder zumindest der Stromverbrauch, der eben im Hintergrund passiert. Und darunter auch die Grundlast. Also das heißt, alles, was eben
ja, am Strom bei euch zu Hause angeschlossen ist. Also in der Grafik hier, da haben sie die unterste Kurve mit so einem Ein-Personen-Haushalt dargestellt. Also ihr seht so, dass die geringste Anzahl an Stromverbrauch, die Grundlast liegt hier ungefähr so bei 70 Watt ungefähr. Und wenn es ungefähr 70 Watt sind, dann lohnt sich meistens auch schon so eine PV-Anlage auf jeden Fall. Also so eine kleinere. Und ja, hier sehen wir dann halt auch da, wo es dann eben da unten schneidet, dann wissen wir, okay, den Solarstrom, den wir produzieren, den können wir auch tatsächlich nutzen für unsere Sachen. Gut, dann schauen wir uns weiterhin an, lohnt sich die ganze Geschichte? Wir schauen uns mal eine kurze Kostenaufstellung an. Also das PV-Modul, Wechselrichter, Kabel, Stecker, kostet so 400 bis 500 Euro ganz grob. Es kommt im Detail sehr darauf an, was für Module ihr genau wollt, weil die haben auch unterschiedliche Leistungen, diese Module, unterschiedliche Wirkungsgrade und deswegen variieren auch so ein bisschen die Preise. Die Befestigung kann insgesamt vielleicht so, ja, auf jeden Fall unter 200 kosten. Wenn ihr das PV-Modul einfach hinstellt bei euch auf dem Balkon, dann kostet euch das relativ wenig, also vielleicht auch gar nichts. Also es sollte auf jeden Fall windsicher sein, aber es kann auch sehr, sehr günstig sein. Je nachdem, wie bei euch die Befestigung aussieht, dementsprechend auch der Preis. Steckdose und Elektriker kann zwischen 50 und 150 kosten. Gegebenenfalls Zählerwechsel, das ist so eine offene Position. Es kommt darauf an, wie es bei euch ist. Je nachdem kostet es dann auch. Ne? Aber insgesamt, alles in allem, kann man so zwischen 450 und 850 da rechnen. So viel zu dem Kostenanteil. Wie sieht es aus mit den Einsparungen? Also wir gehen mal davon aus, dass die Stromgrundlast auf jeden Fall höher als 50 Watt ist. Wenn es unter 40 Watt ist, dann lohnt es sich finanziell jetzt nicht so unbedingt mega, so ein Balkon-PV zu haben. Aber ganz ehrlich, also die meisten, wenn man Kühlschrank hat und hier ab und zu Fernseher, Standby-Geräte, Musik, PC im Hintergrund, dann sind wir alle definitiv über den 50 Watt. Die Stromerzeugung von unserer Balkon-PV ist ungefähr bei 400 Kilowattstunden pro Jahr und die Einsparung liegt bei 50 bis 90 Euro. Das sind alles so Richtwerte, aber es hilft auf jeden Fall schon ein Gefühl zu bekommen. Auf jeden Fall rechnet es sich nach 8 bis 15 Jahren und so ein Balkonmodul hält in der Realität auch länger als die Herstellergarantie. Die Herstellergarantie liegt bei 20 Jahren und in echt hält so ein Balkon-PV auch mal 30. Also es gibt schon einige PV-Anlagen, die gut 30 Jahre sind und deckt ungefähr dann 10% des Strombedarfs. EEG-Vergütung würde ich euch nicht empfehlen, weil das mit recht hohem Aufwand verbunden ist und das könnt ihr euch bei so einer Balkon-PV sparen. Also die 9 Euro pro Jahr Vergütung lohnt sich nicht mit dem ganzen steuerlichen und formellen Kram. Würde ich nicht machen. Förderung kommt tatsächlich darauf an, aus welcher Stadt ihr kommt. Also manche Städte fördern das, Freiburg fördert es. Ob es Karlsruhe demnächst fördert, sollten wir vielleicht mal abwarten und schauen. Vielleicht kommt es noch. Und wer nicht warten möchte, der besorgt sich einfach jetzt eine PV, also ein Balkon-PV und weiß, dass es sich auf jeden Fall auch rechnet. Genau, also wir haben jetzt gerade schon ganz viele Infos erhalten zu den Balkonmodulen und ja, vielleicht ist der eine oder andere auch Lust, das mal in Angriff zu nehmen und selbst aktiv zu werden. Und wenn ihr das tut, also wenn ihr dabei seid, eins zu bestellen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Bescheid gebt, also uns von Klimaschutz gemeinsam wagen, weil wir dann euch als die Daten aufnehmen und also einfach nur, dass ihr das getan habt als Person und in unsere CO2-Einsparung für das Projekt einberechnen können. Das würde uns sehr freuen. Genau, wenn ihr das Kontakt seht ihr zum Beispiel hier, könnt ihr mir oder Sarah eine E-Mail schreiben und ihr findet auch noch weitere Infos zum Experiment auf unserer Homepage und auch auf Instagram. Freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut.